Hello! Today you are going to learn how you describe a photo in 4 steps. Heute lernst du, wie du ein Foto in 4 Schritten beschreiben kannst. Das brauchst du für deine Aufgabe von dieser Woche, nämlich die Fotostory, wo du eine Fotostory erstellen sollst mit Sprechblasen und Bildunterschriften und die dann auch den anderen Leuten beschreiben sollst, also vor allem mir. Du machst ein Video und redest darüber, was passiert auf deinen Bildern. Und das schickst du mir. Wenn das mit dem Video zu schwierig ist, kannst du auch einfach ein Foto von deinen Fotos machen und mir dann dazu eine Sprachnachricht schicken. Aber das mit dem Video fände ich schöner. Wie du das beschreibst, das findest du im Buch auf der Seite 67. Ich erkläre es dir hier jetzt auch einmal mit Beispielsätzen für das Bild, das du hier im Hintergrund siehst, nämlich ein Bild von einem Umzug, so wie vielleicht auch in deiner Fotogeschichte. Und wir starten. Step 1. General Information. Du beschreibst erstmal ganz allgemein, was und wen du siehst. Ich habe jetzt dazu geschrieben, denke auch an Tiere. Auf meinem Bild sind jetzt keine Tiere, aber wenn bei dir Tiere sind, musst du die natürlich mit beschreiben. Ich habe dir auch ein paar Beispielsätze mitgebracht und zeige dir, wie ich es machen würde. The picture shows people at a move. Move ist ein Umzug. There are many boxes on the floor. And I can also see people standing and looking at the things. Das reicht schon. 3 Sätze. Was kannst du ganz allgemein sehen? First step. Next step. Details. Jetzt erklärst du genauer, was du siehst. Also du gehst ins Detail, du beschreibst, wo ist was. Wo sind die Menschen? Wo sind die Gegenstände? Was machen die Personen? Aber erstmal Menschen, Gegenstände, genaue Orte. Am besten überlegst du dir eine Reihenfolge. Ein Tipp von mir oder vom Buch vor allem ist, du machst das im Uhrzeigersinn. Also wir fangen vorne an und gehen dann einmal im Kreis drumherum. Ich glaube, du siehst meine Maus ja auch. So, Sätze dazu. In the foreground, das ist vorne. In the foreground, there is some litter on the floor. Litter, Sachen, die rumliegen. In the background, I can see the door to a building. In the middle, there are a lot of boxes from a car and some people. On the left, I can see a big truck. And on the right, there is another truck. Next to the truck are a lot of people. Also ich beschreibe einfach ganz genau, wo sind die Sachen. Das hast du gerade gemerkt, ich bin selber nicht im Uhrzeigersinn vorgegangen. Besser wäre natürlich nach meinem eigenen Tipp, wenn ich anfange, in the foreground, on the left, in the background, next to, and then on the right, in the middle. Wie du es machst, ist egal. Hauptsache, du denkst an alle Ecken von deinem Bild und beschreibst ganz genau, was steht da. Und dann kommen wir schon zu Step 3. What are the people doing? Jetzt beschreibst du ganz genau, was machen die Leute eigentlich? Also nicht nur, wer ist da, sondern was machen die Leute? Vielleicht auch, was haben sie an? In dem Fall ist es nicht ganz so interessant, aber wenn ich genau sagen will, was wer macht, dann schon. Oder einfach nochmal ganz genau, was ist mit diesen Menschen? Was sagen sie, falls du Sprechblasen gemalt hast? Wenn du das machst, dann brauchst du eine bestimmte Zeit, nämlich das Present Progressive. Erinnerung, Present Progressive ist die Form, wo du are und is mit dem Verb und ing kombinierst. Also, I am standing. They are looking. We are watching. Are und is plus ing. Das ist nämlich die Form, wo du beschreibst, was genau jetzt gerade in diesem Moment passiert. Und die Zeit brauchst du jetzt. Beispielsätze für unser Bild. Many people on the right are looking at the boxes on the floor. 2 men are carrying a big box. One is wearing a gray shirt and the other one is wearing a yellow shirt.
Someone is coming out of the door in the background. Solche Sätze. Man könnte jetzt auch beschreiben, one man is sitting in the truck. Wäre auch eine Möglichkeit. Also schau genau, was machen sie, beschreib das und benutze das Present Progressive. Je genauer du das machst, desto besser. Also je genauer du beschreibst, wie die Leute aussehen, desto besser kann ich es mir auch vorstellen. Und Step 4, ask questions. So wie auch schon bei der Länderpräsentation. Eine gute Präsentation endet damit, dass du dich nochmal reinfühlst und überlegst, was findet denn jetzt der interessant, der sich mein Bild anschaut? Was könnte ich den fragen, um den mehr in meine Präsentation einzubinden? In dem Fall jetzt zum Beispiel, ist dir sowas schon mal passiert? Findest du das lustig? Solche Fragen. Also ich versetze mich in die Situation, ich stelle Fragen. Beispiel. Do you like moving? Gefällt dir umzuziehen? Have you ever experienced a move like this? Have you ever had problems with moving? Do you think it's funny that the boxes are lying on the floor? Sowas. And that's it. In the end, you say, thank you. This was my photo story. I hope you liked it. Nochmal alle 4 Schritte im Überblick. General information. The picture shows people at there are. I can also see Dann details. In the foreground are. In the background there is. In the middle I can see On the right there is. On the left we can see. And then there are people in front of there is something behind or next to. Alles wichtige Wörter. Step 3. What people are doing. A man is wearing a yellow shirt. 2 girls are carrying a box. Someone is sitting on a truck. So. And 4th step, the questions. Do you like Have you ever What do you think about the situation you can see? Mit diesen 4 Schritten kannst du jedes Bild beschreiben und ich möchte auch so eine Beschreibung zu jedem von deinen Fotostory-Bildern. Wenn du das als Gruppenarbeit machst, kannst du sie auch aufteilen. Person A beschreibt ein Bild, Person B beschreibt das nächste Bild, aber von jedem möchte ich mindestens eine Bildbeschreibung zugeschickt bekommen. Das war's. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.